Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nurturing Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Was Männer nie gefragt werden. Ich frage trotzdem mal von Franzi Kühne ist ein außergewöhnliches Buch, das mit bestehenden Rollenbildern und gesellschaftlichen Erwartungshaltungen spielt. Kühne, Deutschlands jüngste Aufsichtsrätin und Mitgründerin einer erfolgreichen Digitalagentur, dreht den Spieß um. Sie stellt Männern in Führungspositionen die Fragen, die sonst typischerweise Frauen gestellt werden. Dabei nimmt sie bekannte Interviewklischees auseinander und regt zum Nachdenken über gesellschaftliche Normen, Gleichberechtigung und unbewusste Vorurteile an. Die Interviews mit Managern, Politikern und Prominenten bieten nicht nur amüsante und tiefgründige Einblicke, sondern zeigen auch die persönlichen Reaktionen der Befragten auf ungewöhnliche Fragen. Das Ergebnis? Ein inspirierendes Plädoyer für Diversität und für einen neuen, offenen Dialog zwischen den Geschlechtern. Kühnes Werk ist voller Direktheit, Ironie und gesellschaftlicher Relevanz. Ein wichtiger Beitrag in Zeiten, in denen Gleichstellung und Chancengleichheit viel diskutierte Themen sind. Das Buch liefert Denkanstöße, die weit über das individuelle Interview hinausgehen und fordert sowohl Leserinnen als auch Leser heraus, sich ihrer eigenen Denkmuster bewusster zu werden. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Umkehrung traditioneller Interviewrollen. Einer der wichtigsten Schwerpunkte des Buches ist die bewusste Umkehrung traditioneller Interviewfragen. Normalerweise werden Frauen in Führungspositionen häufig nach ihrem Umgang mit Familie, Kindern, Mode oder Work-Life-Balance gefragt. Fragen, die bei Männern in ähnlichen Positionen selten gestellt werden. Franzi Kühne kehrt diese Muster um. Sie stellt Männern die Fragen, denen sich sonst vor allem Frauen stellen müssen. Diese Vorgehensweise legt offen, wie tief verankert unsere Rollenmuster sind und wie unterschiedlich unsere Erwartungen an männliche und weibliche Führungskräfte ausfallen. Kühne zeigt anschaulich, wie irritierend und teils befreiend es auf Männer wirkt, mit solchen Fragen konfrontiert zu werden. Dadurch regt sie die Leser an, die eigenen Stereotypen zu reflektieren und trägt somit zu einer größeren Sensibilisierung im Umgang mit Geschlechterrollen bei. Zweitens. Persönliche Geschichten erfolgreicher Männer. Im Zentrum des Buchs stehen die Interviews mit verschiedensten Männern aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Kühne spricht beispielsweise mit Sigmar Gabriel, Ferdinand von Schirach oder Friedrich Merz. Sie erkundet deren Lebenswege, Einstellungen und Herausforderungen, jedoch aus einer ungewohnten Perspektive. Die Männer berichten offen über private Themen wie Vereinbarkeit von Familie und Karriere, gesellschaftliche Erwartungen oder ihr Verhältnis zu Mode und Selbstpräsentation. Diese intimen Einblicke offenbaren nicht nur Überraschendes über die interviewten Männer, sondern geben auch einen Einblick in die Vielschichtigkeit männlicher Identität im 21. Jahrhundert. Die Authentizität der Gespräche führt vor Augen, wie relevant die Diskussion um Gleichstellung und Diversität tatsächlich ist. Drittens. Sichtbarmachen gesellschaftlicher Erwartungen. Ein zentrales Anliegen des Buchs ist es, die meist unausgesprochenen gesellschaftlichen Erwartungen an Männer und Frauen sichtbar zu machen. Kühne fordert mit ihren Fragen zum Nachdenken über das alltägliche Rollenverhalten auf. Sie zeigt, wie tief Verwurzelungen wie das klassische Familienbild oder das Ideal der männlichen Unverwundbarkeit tatsächlich noch sind. Und das in allen gesellschaftlichen Schichten. Die Interviews offenbaren, wie selbst einflussreiche Männer mit bestimmten Anschauungen und Erwartungen konfrontiert werden und wie sie individuell damit umgehen. Damit hinterfragt das Buch bestehende Denkmuster und fordert zu mehr Offenheit und Flexibilität in der Rollenverteilung auf, sowohl im Beruf als auch im Privatleben. Viertens. Impulsgeber für Diversität und Gleichstellung. Das Buch bietet zahlreiche Impulse, wie der gesellschaftliche Wandel hin zu mehr Diversität und Gleichberechtigung gefördert werden kann. Kühne regt dazu an, gewohnte Pfade zu verlassen, alte Fragen neu zu denken und bislang vernachlässigte Perspektiven einzunehmen. Sie zeigt auf, warum es für Unternehmen und Gesellschaft wichtig ist, vielfältige Lebenswirklichkeiten und Erfahrungen zu berücksichtigen. Ihre Interviews verdeutlichen, dass Offenheit und Ehrlichkeit im Dialog der Schlüssel zu einer echten Gleichstellung sind.
Darüber hinaus liefert das Buch praxisnahe Denkanstöße, wie sowohl Männer als auch Frauen voneinander lernen können und wie sich die Unternehmenskultur durch mehr Bewusstsein für Diversität nachhaltig verändern lässt. Schließlich Reflexion und Humor als Werkzeuge zur Veränderung. Ein weiteres starkes Element des Buches ist der humorvolle und selbstreflektierte Umgang mit den behandelten Themen. Kühne gelingt es, sich und die Gesprächspartner durch Ironie und Augenzwinkern aus der Reserve zu locken und so einen niederschwelligen Zugang zu ernsten, manchmal tabuisierten Themen zu schaffen. Die Leser werden eingeladen, mit einem Lächeln eigene Vorurteile zu erkennen und damit umzugehen. Dieser Ansatz enttabuisiert die Auseinandersetzung mit Diversität und Gleichstellung und macht das Buch für ein breites Publikum zugänglich. Humor und Reflexion werden zu Katalysatoren für Veränderung, indem sie dazu motivieren, althergebrachte Muster spielerisch zu hinterfragen und Neues auszuprobieren. Zusammenfassend: Was Männer nie gefragt werden, ist ein außergewöhnliches Buch für alle, die sich für gesellschaftlichen Wandel, Gleichberechtigung und Diversität interessieren. Besonders empfehlenswert ist das Werk für Führungskräfte, HR-Manager, Studierende, politisch Interessierte und alle, die bestehende Rollenbilder hinterfragen möchten. Doch auch jene, die auf der Suche nach inspirierenden Lebensgeschichten und spannenden Einblicken hinter die Kulissen prominenter Persönlichkeiten sind, kommen auf ihre Kosten. Frenzy Kühnes innovativer Interviewstil und ihre Mischung aus Ernsthaftigkeit und Humor machen die Lektüre zu einem besonderen Erlebnis. Im Gegensatz zu vielen reinen Ratgebern oder wissenschaftlichen Abhandlungen greift dieses Buch die Thematik innovativ und lebensnah auf, transportiert Denkanstöße auf unterhaltsame Weise und fördert aktiv einen offenen gesellschaftlichen Diskurs. Wer sich für eine moderne, gerechtere Gesellschaft engagieren möchte, findet in diesem Buch überzeugende Argumente, praktische Beispiele und Impulse zur Selbstreflexion. Es ist weit mehr als eine Interviewsammlung. Es ist ein Plädoyer für neue Perspektiven und sozialen Fortschritt. Die Entscheidung, dieses Buch zu kaufen, ist eine Investition in persönliches Wachstum und ein Schritt hin zu mehr Offenheit und gegenseitigem Verständnis. Damit hebt sich das Buch klar von anderen Titeln zum Thema ab und bietet einen echten Mehrwert für alle, die aktiv an der Gestaltung unserer Zukunft mitwirken wollen. Wenn Sie unterstützen möchten, Frenzy Kühne, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.